Wenn Sie Ihren Teilnehmern direkt im Anschluss an die Umfrage das Ergebnis mitteilen möchten, dann bieten wir Ihnen genau 2 Möglichkeiten dort an. Grundsätzlich können Sie natürlich eine ganz klassische Abschlussseite einbauen mit einem Vielen-Dank-Text, vielleicht noch mit einem Gutscheincode oder Kontaktdaten oder Ähnliches, wie Sie den gerne möchten. Zusätzlich haben wir aber die Option, das Ergebnis am Ende der Umfrage anzuzeigen. Und das machen wir hier. Hier haben wir die Option, den Abschluss einzustellen, und anstatt einer Abschlussseite oder einer Weiterleitung nehmen wir die Option, der Teilnehmer sieht am Ende der Umfrage sein eigenes Ergebnis, ganz wichtig, also sein persönliches Ergebnis. Und da können wir das einstellen, dass alle Fragen angezeigt werden, die im Fragebogen vorhanden sind, oder nur die Fragen, die derjenige auch beantwortet hat. Wir nehmen jetzt mal alle Fragen anzeigen, klicken auf Speichern, gehen auf Teilnehmer einladen hier, kopieren uns den Link hier rüber und beantworten kurz diese Befragung und sagen, okay, wir würden Sie weiterempfehlen mit 9. Ich bin super zufrieden gewesen, ganz einfach jetzt hier an der Stelle, und wir waren in Köln. So, jetzt klicken wir auf Weiter, und was wir jetzt hier sehen, ist einmal die Darstellung der einzelnen Ergebnisse dieser einen Person, also das Ergebnis dieser einen Person. Das kann die Person sich auch selber per E-Mail noch zusenden oder als PDF exportieren. Und hier sehen wir alle 3 Fragen. Das ist die erste Frage, das ist die zweite Frage und das ist die dritte Frage. Das ist jetzt Variante 1. Die zweite Variante, wenn wir nochmal die Einstellung zurückgehen, ist, der Teilnehmer sieht am Ende der Umfrage das Gesamtergebnis, also das Ergebnis, was bis dato eingegangen ist. Wir können natürlich nicht in die Zukunft gucken, was noch kommt, sondern nur das, was bis jetzt vorhanden ist. Wir speichern das einmal wieder ab, gehen wieder im Bereich Teilnehmer einladen, öffnen die Umfrage wieder, sagen diesmal, wir sind so lala zufrieden. Hat uns ganz gut gefallen. Das ist jetzt so ein bisschen so fast 50-50 an der Stelle. Und das Ganze hat stattgefunden in Berlin. Und wenn wir jetzt Feedback senden klicken, dann hat sich die Darstellung hier auch schon verändert, weil wir jetzt halt das Gesamtergebnis sehen. Wir sehen eben von der Skala, welchen Wert habe ich selber gewählt und wie ist die Verteilung der anderen bis dato eingegangenen Ergebnisse. Hier sehen wir die offene Frage, aber in dieser Version, wo das Gesamtergebnis angezeigt wird, werden die einzelnen Textantworten nicht angezeigt, einfach aus Datenschutzgründen zu dem Thema. Und dann sehen wir hier unten noch die Verteilung, in welcher Stadt wurden die Stores besucht, und meine Antwort war hier in Berlin. Das sind die 2 Möglichkeiten, wie Sie direkt am Ende der Umfrage dem Teilnehmer das Ergebnis zeigen können. Wenn Sie natürlich darüber hinaus warten möchten, bis das Gesamtergebnis eingegangen ist, dann sollten Sie da in der Auswertung, zum Beispiel hier über Ergebnisse, das Gesamtergebnis nehmen an der Stelle, erstellen sich einen Report als Gesamtansicht. Machen wir doch einfach mal Gesamtergebnis. So, und dieses können wir jetzt hier über Teilen per Link teilen. Das heißt, wenn Sie dann auf irgendeinem Weg im Anschluss den Teilnehmern alles zukommen lassen möchten, könnten Sie jetzt hier drüber den Link verteilen. Dann haben Sie die Teilnehmer die Online-Ansicht, oder aber Sie exportieren das Ganze als PDF und senden dann das PDF raus.